Hello on this Monday, the 28th of November 2022. I welcome especially Dr. Angela Puka. Und jetzt werde ich gleich wieder wechseln nach Deutsch, weil ich sonst viel zu langsam sprechen würde, wenn ich wirklich in Englisch das tun müsste. Sie haben aber die wunderbare Möglichkeit, vielen Dank Google, dass wir bei den YouTube-Videos, das gibt auch wieder ein YouTube-Video und von ihr gibt es auch YouTube-Videos, die Möglichkeit haben, hier automatisch in jede Landessprache zu übersetzen, also jede Sprache überhaupt. Und deshalb, wenn wir uns Mühe geben beim Sprechen jetzt, also nicht zu schnell sprechen oder schlussendlich eben auch die Untertitel noch redigieren dann in Google drin, dann kann die ganze Welt fast, also schauen wir die Liste an der Sprachen, zur Kenntnis nehmen. Ich begrüße Dr. Angela Puka von der Leeds University in England. Hello everyone, I'm Dr. Angela Puka and welcome to my symposium. I'm a PhD and a religious studies scholar, and this is your online resource for the academic study of magic, esotericism, paganism, shamanism and all things occult. Sie forscht, publiziert auch im Bereich der italienischen Hexerei und des Heidentums. Sie hat, herzliche Gratulation Angela, kürzlich gerade im letzten Shaman einen Artikel platzieren können, ist aufgenommen in diesen erlauchten Kreis der Reviewed Articles im Bereich eben des Schamanismus. Mein Anliegen ganz kurz ist zwei. Das erste, dass wir diese Unterschiede Hexerei, Schamanismus, Okkultismus bei den Phänomenen, die man erleben kann, das muss man auflösen, diese Grenzen, diese verschiedenen Systeme. Wenn man überhaupt von Systemen sprechen kann, diese verschiedenen Konstrukte, wo der westliche Mensch das angetroffen hat, da hat man das gesagt, da hat man etwas anderes gesagt. Wir müssen auf die Phänomene schauen. Aber bei den Praktiken, da ist auch hier gerade vom Entwicklungsökonomen Boris Gershman in der NZZ am Sonntag von gestern genau auch bestätigt worden, die Erscheinungsformen von Hexerei, er spricht hier von der Hexerei, schwarze Magie. Diese Erscheinungsformen, die sind extrem unterschiedlich über den ganzen Planeten, oder? Und dennoch haben wir einen einheitlichen Boden erlebbarer Phänomene und das sind eben Phänomene, die im Materiellen alleine eben nicht möglich sind. Man spricht dann schnell von Magie oder auch von der Traumwelt, da ist ja auch alles möglich, oder von einem Jenseits, und das ist die Welt, die ich kenne und die ich erforsche und in der ich mich bewege. Und ich bin kein Magier, ich bin kein Hexer, ich bin ein Schamane in der ganz ursprünglichen Form, wie es Klaus E. Müller konzeptionalisiert hat, also in dieser Form vor der Sesshaftwerdung, bevor das Patriarchat ausgebrochen ist und diesen enormen Schaden eben angerichtet hat, den wir heute nur mit größter Mühe noch aufräumen können wieder.
Aber Achtung, einfach gerade wenn wir jetzt diese politische Dimension auch drin haben, also das Ursprüngliche ist dann im Fall nicht ein Matriarchat, sondern das ist dann wieder verwoben, also das Männliche und das Weibliche. Wenn man, ja, also als Urkräfte sind diese Phänomene vorhanden, das kann man nicht bestreiten, wenn es auch heute, wenn man auch sein Geschlecht sogar wählen kann und das auch fluid ist und so, aber als Urkräfte kann man klar von einem männlichen und einem weiblichen eben auch sprechen, aber kann heute auf die Menschen verschiedener Ausprägung zutreffen. Das Ursprüngliche ist wieder, wo die beiden Kräfte voll da sind. Also wir machen kein irgendwie Ausnivellieren oder so, sondern es ist wirklich notwendig, dass die beiden Kräfte möglichst voll entwickelt da sind. Und dann kommt es eben zu einem Funkenwurf. Und das ist dieser Power, den wir wieder haben müssen. Sie wissen, wir haben früher bis zu einem 4-mal höheren Aktivitätsniveau gehabt. Man kann das aufzeigen, indem eben auch bis zu 4-mal mehr Eiweiß notwendig gewesen ist. Und das war aufwendig, Eiweiß zu beschaffen. Und deshalb wissen wir das auch. Wir haben viel mehr Power in uns, als heute das der Fall ist. Da müssen wir wieder hin und da müssen wir viel weniger materiell konsumieren, sondern wir gehen viel mehr eben wieder ins Geistige und in das physische Erleben dieser beiden Urkräfte. Dort ist ein enormer Power drin. Das ist so eine Grundbotschaft von mir und ganz interessant. Ich möchte wirklich auch Dr. Angela Pucca hier vorstellen und schauen Sie bei ihr rein. Ihre Präsentationen, die sind goldig. Und es ist in Englisch gesprochen. Sie ist Lecturer an der Leeds University und spricht sehr gut Englisch. Und Sie können ja dank Google Ihre Vorträge alle hier in Deutsch haben, wenn Sie weil mein Hauptpublikum ist natürlich deutschsprachig. Ich kann eben nicht so gut Englisch sprechen. Ich halte mich in der alten schamanischen Tradition eigentlich so lokal mehr, gebe mir aber auch Mühe, eben auf dem globalen Parkett eben auch wieder turnen zu können. Das ist ganz wichtig, dass wir eben auch zeigen können mit dem Schamanismus. Ich spreche jetzt von mir, wie wir eben mit der Überlebenssituation konfrontiert sind und in der Härte der Natur eben überleben müssen, wo Leistung generiert werden muss. Da haben wir viel beizutragen. Das ist meine Botschaft und es ist sicher kein Zufall, wenn hier jetzt genau der Boris Gershman feststellen muss, steht man ständig unter Stress und ist etwa von Hunger bedroht, neigt man eher dazu, für sein Schicksal übernatürliche Kräfte verantwortlich zu machen. Hier diese Feststellung, das ist fundamental und alle können das auch selber so erfahren, wenn man selber in solche Grenzsituationen hineingeht, dann ist man auch vielleicht ziemlich sicher eben auch, ich nehme jetzt das Beispiel Schlafentzug, damit konfrontiert. Und dann kommt es sehr schnell eben zu Veränderung von Wahrnehmung und zu Einbrüchen eben aus der anderen Welt, oder? Das ist nachgewiesen. Dort haben alle die Möglichkeit, schizophrenartige Erfahrungen zu machen. Und Achtung jetzt, Diana Riboli, völlig richtig, korrekt zu sagen, das Dogma der westlichen Wissenschaft das ist ein Dogma, das muss unbedingt aufgebrochen werden. Es ist nicht richtig, dass der Westen meint, seine Auffassung von Wissenschaft auch über die indigenen Kulturen oder eben die nicht westlichen Kulturen einfach stülpen zu dürfen.
Es ist nicht richtig zu sagen, das sei nur eine Glaubensfrage, oder? Hexerei, oder ich spreche jetzt nur von den Phänomenen, die wir erleben können. Zum Beispiel eben das böse Auge, oder? Der böse Blick. Übrigens hier dokumentiert von einem knallharten westlichen Wissenschaftler, ein früherer bester Freund von mir, hier in meinem ersten Buch. Ab Seite 85 ist es dokumentiert, wie er der böse Blick erlebt, nachdem er einen Tag mit mir verbracht hat. Oder wir können das übertragen. Das geschieht auch in der Sexualität in einem hohen Maße, weil wir uns dort so öffnen. Und wir können Leute mitnehmen in unsere Erfahrungswelt. Aber da müssen sie halt zu uns kommen. Oder deshalb habe ich ja auch bei Sabina Kongstedt immer so darauf gepocht, dass sie endlich einmal hierher kommt, dass man da nicht einfach immer nur dozieren und dozieren muss, sondern wirklich ins Erleben kommt, oder? Das ist das Entscheidende. Und dann haben alle wahrscheinlich die Möglichkeit, um eben zu fühlen und wahrzunehmen, auch wirklich mit den Sinnen, mit dem inneren Sehen, mit Gerüchen, mit einem kompletten Erleben, wie wir es kennen, auch von den Körpersinnen, aber innerlich, wie man einen Purzelbaum macht zum Beispiel. Aber man meint, dass man macht das, aber äußerlich mit einer Videokamera könnte man das nicht bestätigen, sondern das ist nur innerlich geschehen, oder? Und das ist im Bereich von Überlebenssituationen, wo wir dieses Erleben eben haben. Und es ist nicht richtig, wenn die westlich dominierte Wissenschaft sagt, das sei eine Glaubensfrage. Das ist nicht korrekt, weil wir das erleben können. Und dann ist es nur noch die Frage, wer hat die Deutungshoheit, oder? Das heißt, diese beiden Welten stehen eigentlich gleichberechtigt nebeneinander, müssen auf Augenhöhe miteinander das klären können. Und ich meine, oder das ist eben mein Ansatz ich meine, wir wollen jetzt, ich finde, oder man kann nicht ernsthaft wollen, dass in unseren Gesetzen dann eben auch steht, die maximale Flughöhe der Hexen, oder wie wir es in Afrika zum Teil haben, damit die nicht mit den Flugzeugen zusammenstoßen, oder? Ich glaube, das wollen wir jetzt wirklich nicht. Und wenn wir auch schauen in diesen Ländern, der Entwicklungsstand dann, oder? Und der ganze Missbrauch, den wir dann haben, bis zu abgehackten Armen und so für das Korrupte dort, oder? Oder das wäre bei uns auch so, oder? Vorsicht, Leute, es gibt eine untere und eine obere Welt. Und wenn ihr ein Wesen aus der unteren Welt in der Leitung habt, dann habt ihr durchaus negativen Rat. Ich habe hier jemanden im Haus, der hat gechannelt aus der unteren Welt. Er meinte dann, er sei der General und es ist nicht lange gegangen und wir mussten ihn in die Psychiatrie einliefern. Er hat mir mit dem Tod gedroht und seitdem ist er voll medikamentiert und nur noch ein Schatten seines Seins. Achtung, Achtung. Bei uns auch so, oder? Wenn wir eben nicht, und das ist mein Ansatz, den ich wirklich auch in diesem Bereich sehr wirklich ans Herz legen möchte, wir brauchen den wissenschaftlichen Geist, ganz entscheidend, den Realitätssinn des Materiellen. Wir wollen hier überleben und wir brauchen den sozialen Geist, dass wir schauen, dass wir eben wirklich wieder ein Ganzes werden und nicht aufeinander herumtrampeln und einfach wirklich das Herz offen haben können und
dann denke ich, dann kommen wir einen Schritt weiter. Das große Ziel auch der ISARS, dass wir wieder zusammenfinden und es auf dem Planeten für alle, die, sagen wir jetzt mal, fast schon ein bisschen pathetisch, wie ich es gehört habe, aus dem Bereich des Katholizismus, die einen guten Willen haben, dass wir dort weitermachen können. Und ich bin überzeugt, man muss sich eben auch immer wieder auch überwinden, oder man kommt in die Überlebenssituation, wo man dann gezwungen wird, oder? Und das bitte ich, schaut doch, dass ihr das vermeiden könnt, sonst gibt es immer einfach unnötigen Verlust, oder? Gut, dann möchte ich jetzt nicht mehr länger werden und ich freue mich auf alle Rückmeldungen guten Willens. Herzlich, Ihr Urs Rüesch.